Pommes, Toiletten und ein bisschen was zu fahren. Ne? Der hat mich gerettet, der Mann. So, wir haben jedenfalls jetzt gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute nehmen wir euch mit auf die Kranger Kirmes. Ich habe eine emotionale Bindung dazu. Nach dem Darmriss war das hier so meine erste Kirmes, wo ich wieder da war. Mit einem angestochenen Port, wo ich immer so durch die Gegend gelaufen bin, dass auch keiner an die Nadel kommt. Das war sehr interessant. Einmal im Jahr ist das hier Pflicht. Heute gibt es Pommes, Toiletten und ja, ein bisschen was zu fahren. Ne? Das Ding hat ja mehrere Eingänge und jetzt kommen wir hier quasi von der Dorstener Straße. Links von mir ist die Alpina Bahn. So, hier ist die Alpina Bahn und daneben sind direkt die Toiletten. Und hier fährt sie. Ich habe ein Abbild von mir entdeckt für montags morgens. Ui, so 8 Uhr morgens, weißt du? 8 Uhr. Aber heute ist ganz leer, würde ich das nicht bezeichnen. Ne? Da vorne wird es, glaube ich, noch mal knubbeliger, aber das ist okay. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist heute schon extrem warm. Also der Kreislauf ordentlich. Ja. Im Rücken von Nessie ist die Toilette, da kann ich jetzt nicht gerade so hinfilmen. Aber die sind sehr gut gepflegt. Da war ich gerade, es lohnt sich da drauf zu gehen auf jeden Fall. Die Toilettendichte hier ist wirklich in Ordnung. Du hast eigentlich an jeder Ecke eine und hast damit auch so ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten, um dich einfach mal entspannt so ein bisschen in ruhigere Ecken reinzusetzen. Heute ist auf jeden Fall noch Frittenmeister angesagt. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt müssen wir ja erstmal irgendwas fahren. Ich komme nicht so richtig an. Es ist zu warm, es ist zu drückend. Mal gucken. Zu voll ist es jetzt nicht, finde ich. Aber fällt mir schwer, hier gerade anzukommen. Deswegen fahren wir jetzt gleich, glaube ich, gleich mal ein bisschen was. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr sind ein paar Toiletten mehr. Ich kann es nicht beweisen, aber vom Gefühl her, alle paar Meter stehen welche. Finde ich gut. Ihr seht hier auch an vielen Ecken diese Trinkbrunnen. Da könnt ihr die Flasche auffüllen und da selber mit dem Mund einmal drüber gehen. Das geht auch. Sehr gut, vor allem bei der Wärme hier. Lustig finde ich hier den Geiger und daneben dann direkt hier Willi the Wurm. Die beiden auf ein Foto, ist auch cool. So, hier gibt es auch immer so Möglichkeiten, sich dann hinzusetzen und was zu trinken, Kleinigkeit zu essen und da ist dann auch schlagartig ruhiger. Das ist schon interessant, also du hast immer die Möglichkeit, dich so ein bisschen auch zurückzuziehen. Oh, das sieht ja schön aus. Nicht nur der hier, der sieht natürlich auch wunderbar aus, aber der da, der ist schön. Wow.
jetzt gerade Sonntag, so 19:30 Uhr. Und momentan geht es von der Masse her. Also für Menschen, die jetzt keinen Bock auf so Menschenmassen haben, ist das gar nicht so die schlechte Zeit gerade. Du hast immer wieder Situationen, wo du einfach dich in Ruhe ausbreiten kannst und nicht so eingeengt wirst und so durchgeschoben wirst. Ne? So, ich glaube, wir fahren jetzt was endlich. Wir sind gerade Schiffe gefahren und jetzt fängt es an zu regnen tatsächlich. Ganz ehrlich, auf der einen Seite denke ich, oh nein, auf der anderen Seite denke ich gerade, boah, ich kann nicht mehr atmen, ich will Luft. Also ein bisschen Regen wäre nicht schlecht. Es ist gerade wirklich kaum auszuhalten. Mal gucken, wie sich das gleich entwickelt. Ich habe noch keine Pommes gehabt. So, hier gibt es Kartoffeln. Ich warte immer noch auf Frittenmeister. Auf dem Voodoo Jumper hat ein Handy in der Hand. Ich hasse sowas. Stell dir vor, du sitzt daneben und kriegst das Ding ab. Lasst eure Handys bitte unbedingt in den Taschen. Nehmt einen Gurt, knallt das irgendwo fest, aber doch nicht so. So, ich habe mir geholt hier beim Frittenmeister. Die lasse ich mir jetzt besonders schmecken. Sehr lecker. Jetzt haben wir hier gleich mal so einen Moment gehabt, der genau zu meiner chronischen Erkrankung passt. Ich habe gerade ein paar Pommes gegessen, habe dann gemerkt, so Hitze, Bewegung, Menschenmenge und so, das hat alles nicht zusammengepasst mit der Pommes dabei. Ne? Und ich musste unfassbar dringend auf Toilette. Und wenn Leute mit Morbus Crohn auf eine Toilette müssen, dann kann das manchmal fast eine Minute bis 10 Sekunden ungefähr. Und ich habe diesen Wagen erreicht, wollte rein, habe die 1 Euro dahin geschmissen, 1 Euro übrigens, hier an der Alpina Bahn, der da. Und dann war die besetzt. Wir hatten nur eine und ich habe dann direkt gesagt, ich habe Morbus Crohn, ich habe eine Darmerkrankung, ich habe noch 10 Sekunden. Und dann hat er mir sofort eine Tür aufgerissen von den Frauen und ich durfte da drauf gehen. Boah, mega gut, der hat mich gerettet, der Mann. So, wir haben jedenfalls jetzt gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. Es ist zu warm für mich, es ist zu schwül für mich. Ich zeige ja ganz gerne immer, wie man mit Lebensfreude solche Sachen gestalten kann, wie Freizeitparks und Kirmes und so. Aber dazu gehört auch zur Wahrheit und das möchte ich ganz gerne deswegen hier auch festhalten, dass es manchmal sehr viel Arbeit ist und manchmal einfach komplett sehr schnell kippen kann. Das ist jetzt so, wir haben jetzt 8:30 und dementsprechend es regnet immer noch so ein bisschen, es tröpfelt zwischendurch und deswegen, wir gehen jetzt nach Hause. Trotzdem war es sehr, sehr schön hier. Du findest überall Rückzugsmöglichkeiten. Sonntagsabends ist offensichtlich sehr leer. Also es war jetzt wirklich völlig okay. Es war nicht zu voll, man hat sich nicht zu sehr durchgeschoben. Also Sonntagabend für Leute wie mich, vielleicht die beste Zeit dafür, jawohl. Die ganze Situation gerade hat aber auch wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass man offen und ehrlich seine Symptome und seine Erkrankung kommuniziert. Und genau das habe ich dann gerade blitzschnell gemacht, habe ich aber auch ein paar Jahre für gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fiel mir nicht immer leicht, aber jetzt gerade hat es mich sehr gerettet und ich bin sehr dankbar, dass das alles so gut jetzt funktioniert hat, jawohl. So, insgesamt war es trotzdem eine schöne Kirmes. Es war einfach zu schwül heute und zu warm. Dementsprechend werden wir die nächsten Tage hier ohne Kamera auf jeden Fall nochmal hinkommen.
Ich hoffe, es hat dir mal so ein bisschen gefallen. Das war jetzt wirklich authentisch. Das war für mich jetzt heute wirklich auch ein bisschen anstrengend. Das kostet extra Energie und so. Ja, deswegen, ich teile das hier trotzdem, weil ich einfach weiß, dass es so viele Menschen gibt, die sich nicht trauen, sowas hier zu machen. Und ja, ich kenne es mittlerweile, dass es relativ schnell kippen kann und dass man dann reagieren muss. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns hier recht bald wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.